いらっしゃいませ。5階でございます。Ich glaube, die Einstufung des letzten Dokuments Nummer 188 ist hinreichend geklärt. Es ist jetzt genau 6 Uhr morgens. Sie sind damit am Ende der zweiten Nacht Ihrer Diskussion über die Dokumente der fraglichen Persönlichkeit. Bis zur Wiederaufnahme der Untersuchung in der kommenden Nacht sind Sie von den Vorschriften des Reglements entbunden. Sie können also über diese Zeit nach Belieben verfügen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Meine Herren, ich danke Ihnen. Sie sahen einen Film der GBF, der Gesellschaft für Bildende Filme München, von den beiden Produzenten Otto Martini und Karl Schrey. Comment tu t'appelles? Jeanne. Ich wurde zu 20 Jahren verurteilt, aber ich blieb weiter hier. Jetzt sind es 38 Jahre. Bodo Blödner schrieb das Drehbuch. Glad to meet you. How do you like Australia? Ich war betrunken und habe mein Schiff versäumt. Don't forget me. Se o gaúcho nunca já, abato. Yes, I'm a British subject. Ronald Martini führte die Kamera. Where you took the strength from, Xiu Ping, to lose your face? Me ne vado sull'isola Tirapa. Laggiù non mi trova nessuno. Hans Posegger komponierte die Musik. Protokollführer war Friedrich Jolow. Die Diskussionsteilnehmer Henry van Lück, Ernst Marbeck, Wilfried Schröpfer, Herbert Tiede und Werner Uschkurat. Irmgard Henrizi montierte Ton und Bild. Dank an die Swissair und ihre Flugzeugbesatzungen auf allen Routen und Dank an jene, die diesem Film irgendwann und irgendwo in der Welt geholfen haben. Ferdinand Kittel führte Regie. Pas rester longtemps. Je t'aime. Die kommenden 90 Minuten werden für 5 Menschen die letzten sein. Ihre Existenz wird enden, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Genau wie alle jene, die vor ihnen hier saßen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Alle 3 Nächte sitzen hier 5 andere. Ich weiß nur, dass alle scheiterten. Ich mache mir Gedanken über sie, wenn ich bei ihren Diskussionen Protokoll führe und sie beobachte. Ich beobachte die Art, wie sie nachdenken, ohne jemals zu einer Erkenntnis zu gelangen. Ich frage mich, was sie so blind macht. Sie haben die Dokumente einer fraglichen Persönlichkeit zu beurteilen und einzuordnen. Diese Dokumente sind nur Spiegel ihrer eigenen Existenz. Warum also erkennen sie sich nicht? Sie sind in einer absurden Situation. Dabei haben sie die lächerlichen Konventionen ihres Gesprächs ganz freiwillig anerkannt. Sie sind keineswegs gezwungen worden, das sogenannte Reglement zu unterschreiben. Und ohne Notwendigkeit haben sie eine sinnlose Tabelle zur Grundlage ihrer Beurteilung gemacht. Ebenso fügen sie sich einer Sitzordnung, obwohl sie ihnen kaum einen Platzwechsel erlaubt. Es ist für mich schon zu einer Gewohnheit geworden, diese 5 Menschen am Ende der letzten Nacht müde und mit ihrem Pensum hoffnungslos im Rückstand zu sehen. Trotzdem gibt es etwas, das es mir leichter macht, mit ihnen bis zum entscheidenden Klingelzeichen auszuhalten. Sie denken nach. So, als ob das Nachdenken wichtiger wäre als das Ziel, das sie damit zu erreichen hoffen. Ich glaube, sie würden fortfahren, nachzudenken und miteinander zu sprechen, auch wenn sie genau wüssten, dass sie niemals eine Erkenntnis gewinnen können. In Wirklichkeit aber scheinen sie nicht einmal zu ahnen, dass alles nur mit ihrem Untergang enden wird. Es gehört zu meiner Aufgabe, Zeuge ihrer letzten 90 Minuten zu sein. Sie haben auch schon lange nichts mehr gesagt. Ich bin einfach zu müde. Das grelle Licht immer, es tun einem ja die Augen weh. Es dauert einfach zu lange.
Möchten Sie vielleicht einen Schluck zu trinken? Ja, gerne. Warten Sie. Bitte. Dankeschön, Herr Franke. Tja, vielleicht irre ich mich, aber ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass wir das Dokument 267 schon mal gesehen haben. Entschuldigen Sie, Sie sagen da eben 267, so viel ich weiß, oder ich müsste mich schon sehr irren, haben wir davon überhaupt noch nichts gesehen. Meine Herren, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir 266 übersprungen hatten und da habe ich Ihnen leider eine falsche Nummer angegeben. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Hoffentlich wird es bald hell, damit es sich ein Ende nimmt. Wir stehen schon bis hier oben. Sie wünschen sich vielleicht das Ende der Diskussion. Das ist zwar verständlich, aber unvernünftig, denn sehr viel Zeit haben Sie sowieso nicht mehr, um Ihr Pensum zu erledigen. Sagen Sie, könnten wir nicht weitermachen? Ich weiß überhaupt nicht, warum wir darüber diskutieren. Das führt doch zu nichts. Also ich bringe jetzt Dokument Nummer 269 und verlese Ihnen die dazugehörigen Aufzeichnungen der fachlichen Persönlichkeit. Angaben zur Sache, falls Sie sie wünschen, im Anschluss daran. Die Aufzeichnungen sind folgende. Fliegen Geier über den Knochenhalden. Rinder-, Schafs-, Schweineknochen. Vorgeburtsstadium. Erste sichtbare Substanz für die Geburtshäuser. Entscheidend ist der Einkauf der Teile. Die Verantwortung liegt bei den Einkäufern. Fehlen oder Mangel an Ingredienzen bedeutet späterhin minderwertiges Vieh. Daher Grundsatz, fehlerlose Anlieferung der Einzelteile, trotz tausender Bestandteile, trotz möglicher Irrtümer, trotz möglichen Betrugs. Geburtshalle für Tiere. Welche Sorgfalt? Abschirmung gegen pathogene Keime in Blut oder Urin. Sachgemäßes Erwärmen des Fleisches. Einfügen der Gerippe. Aufrichtige Bewunderung für die Leistung der Zubringer. Nährmittelfabriken liefern Knochen und Kalk. Margarinefabriken Rottalg. Pharmazeutische Fabriken Organe und innersekretorische Drüsen. Futter- und Düngemittelfabriken liefern das Wichtigste, den Eiweißträger Blut. Geburt in 3 Phasen. Erste Phase. Waschen der Tierhälften vor dem Zusammensetzen. Aneinanderfügen der Knochenwirbel. Gleichzeitiges Anfüllen des Rückgrates mit Rückenmark. Anheben dabei nach Bedarf. Dann die Gefahr, die empfindlichen Eingeweide zu verletzen. Ihr Einordnen eine Aufgabe für wirkliche Meister. In der zweiten Phase die Behäutung. Die des Rückens, der Brust- und Bauchseiten. An gewissen Stellen Ansetzen von Fettpolstern. Parallel zur Phasengeburtsbank Untersuchung und Zusammenfügen von Köpfen und Geschlinge. Ansetzen der Köpfe. Bequeme Stellung bei der Blutzufuhr. Füllung erfolgt im Hängen. Vorteilhafteste Mischung 22 Kilogramm Blutmehl auf 100 Liter Blut. Hoher Proteinanteil, geringerer Mangan-, Calcium- und Lecithingehalt. Sorgfalt über Sorgfalt. Nichts vergessen. Zunge, Schlund, Lunge. Magen, Niere, Gekröse. Vor allem aber das Herz. Nichts darf vergessen sein im Augenblick der Geburt. Schnell, sanft, ein Messer, ein Bolzen, ein Hammer schenkt dem Tier das Leben, aktiviert das Reflexzentrum, setzt Atmung und Blutzirkulation in Gang. Leben beginnt. Das Leben. Schmale Gänge warten. Leithammel führen ins Leben. Abtrieb durch Viehhirten. Übernahme durch die Käufer. Einzige Erwartung der Tiere, Futter. Immer auf der Suche danach. Immer älter werdend, dem Tod entgegen. Anders dagegen bei den Käufern. Einer von ihnen, himmelreich. Hier das Gegenteil. Er lebt seiner Geburt entgegen. Das große Fest seines Lebens. Noch betreibt er Viehzucht. In ein paar Jahren wird er sie aufgeben. Die Schule, die er einweiht, wird wieder abgerissen. Das Geld den Spendern zurückgegeben. Dann macht er den Kauf seiner Farm rückgängig. Sein Bett, sein Stuhl, seine Waschschüssel, seine Dusche montiert er ab. Bringt diese Dinge mit dem Boot über Hunderte von Kilometern zurück zu den Verkäufern. Der Urwald wird wieder über der Farm zuwachsen. Der Gedanke, Diamanten zu suchen, kommt ihm. In 15 Tagen wird er 225 Diamanten von 80 Karat finden. Doch alles, was bleiben wird, 15 Cruzeros Lizenzgebühr. Er hat sie für die Diamantensuche bezahlt. Er bekommt sie zurück. Er fährt den Rio das Mortes hinauf. Allein. Er jagt Wasserschweine, Tapire, Krokodile. Diese Hände werden das Gewehr halten, mit dem er 2 schwarze Jaguare töten wird. Er kämpft gegen die Indianerstämme der Chavantes und Carachas. Er wird sein Boot zurücklassen müssen und die Serra do Roncador zu Fuß überqueren. Bis zum Gran Chaco. Allein. Im Gran Chaco wird Krieg sein.
Trotzdem wird er Gewehr, Pistole und Messer wieder dem Händler geben und sein Geld dafür zurückbekommen. Und dann wird er etwas Seltsames tun. Er gibt seine Staatsbürgerschaft auf, nimmt eine andere an, ändert deshalb seinen Vornamen von Enrico in Heinrich. Der Tag kommt, an dem er in ein Land fährt, das er noch nie gesehen hat, sein Vaterland. Er wird seine bisherige Sprache vergessen und nur noch die seines Vaterlandes sprechen. Sein Schiff läuft in den Hafen ein. Seine Eltern stehen am Quai. Er wird sie zum ersten Mal sehen, seine Mutter wird weinen. Doch zu Hause steht ein Willkommensessen bereit. Die ganze nächste Zeit wird er voller Pläne stecken. Er arbeitet in der Redaktion der Illustrierten. Dies wird er tun bis zu seiner Schulentlassung. Er ist ein aufgeweckter Schüler bis zum ersten Schultag. Auf den Spielplätzen immer der Gewandteste. Doch dann wird er schwächer, kriecht nur noch und zuletzt verlernt er das Sprechen. 7 Tage vor seiner Geburt geben ihm die Eltern stolz einen Namen, Heinrich Himmelreich. Himmelreich soll ein überirdisches Paradies sein. Dann kommt das Geburtsfest, der schönste Tag in seinem Leben. An diesem Tag wird Himmelreich eingehen in die letzte große Unbeweglichkeit. Ohne Schmerzen, denn er weiß es noch nicht. Himmelreich ist glücklich. So, vielleicht mache ich Ihnen noch vor der Diskussion die sachlichen Angaben, ja? Aber die sind doch gar nicht so wichtig jetzt. Es hält doch nur auf. Möglicherweise, aber mich interessieren sie trotzdem. Also, Nebraska, Nordamerika, dann Nordwest- und Ostaustralien und der Teil Himmelreich, das war Brasilien. Danke. Für mich ist etwas anderes viel wesentlicher. Ich meine die Ähnlichkeit dieses Dokuments mit dem Dokument von der Via Appia. Ich glaube, wir hatten es vorgestern Nacht. Da ist eine Parallele. Ganz sicher. Bei den Katakomben, genauso wie bei diesem Dokument, das Prinzip der Zeitumkehrung. Das wollten Sie doch eben sagen, oder? Ja, das ist aber noch nicht alles. In beiden Fällen betrachtet er 2 ganz verschiedene Existenzen, die menschliche und die animalische, aus ein und derselben Perspektive. Ja, das wäre auch nach der Tabelle ganz richtig. Von diesem Gedanken sollten wir ausgehen. Welchen Gedanken meinen Sie? Den mit der Zeitumkehr oder den Vergleich zwischen Mensch und Tier? Nein, den Vergleich zwischen Mensch und Tier natürlich. Das ist etwas Spezifisches. Ich kann natürlich nicht über die Wichtigkeit eines Dokuments entscheiden, aber ich möchte Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Sehen Sie sich doch zunächst einmal das folgende Dokument an. Ich glaube, das könnte für Ihre Diskussion von Nutzen sein. Wenn es uns weiterbringt, bitte. Andererseits sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo sich ein fruchtbares Gespräch entwickelt. Glauben Sie wirklich, dass uns Ihr Vorschlag weiterbringt? Ja, ich denke da an verschiedene Zusammenhänge. Die Tötung der Rinder, die Christenverfolgung und dann vor allem die beiden Straßen. Was für Straßen? Nun, da hätten wir zunächst einmal die Via Appia aus den vorgestrigen Dokumenten und dann hier die Straße von Miami nach Key West. Also ich würde vorschlagen, diskutieren wir doch nicht lange über etwas, was wir gar nicht kennen. Führen Sie das Dokument doch vor. Nummer 272. Die 2 dazwischenliegenden Nummern sind eine Hotelquittung und eine Whisky-Rechnung aus Dakar, Westafrika. Also Dokument 272. Wahnsinn einer Straße. Nummer 1. Welcher Vorbedacht, eine Straße zu bauen? Wie viel Steine? Wie viel Papier? Nummer 1. Wahnsinn. 100 Meilen im Meer. Genau durchdacht. Ohne Mitleid konstruiert. Gute Ingenieure, guter Beton, gutes Eisen. Keine Züge, keine Ochsenkarren, keine Radfahrer. Nur ein Gefängnis. Bosheit von Millionen Menschen, die nur bezahlten. Sie haben die Straße nie gesehen. Nur der Gefangene ist allein. Gute Oberflächenbeschaffenheit. Der erreichte Widerstandswert liegt über dem Verlangten. Nummer 1. Man sollte vernichten, die alles zahlten, vernichten die Ingenieure, vernichten die Arbeiter, vernichten den Gefangenen, damit das Gefängnis vernichtet werden kann. Vernichten den Beton, das Papier, die Nummer 1. Oder die Straße flacher, niedriger verlaufen lassen, mit leichtem Gefälle in die Tiefe führen und dort das Tor öffnen für den Gefangenen. Die Gefängniswärter entlassen. Vernichten das Aquarium, die Straße, die Nummer 1. Der Gefangene. Will denn der Gefangene überhaupt zurück ins Meer? Will er wieder kämpfen? Sackgasse. Nummer 1. Mich wundert nur, mit welcher Bosheit er diese Straße gesehen hat, dass er sich so darüber exaltiert. Sagen Sie, von wo nach wo für die Straße? Ich hatte das vorhin nicht richtig verstanden. Von Miami in Florida nach Key West, eine Insel etwa 90 Meilen von Kuba entfernt. Die Bundesstraße 1 der Vereinigten Staaten. Da muss doch irgendetwas Besonderes dran sein.
Also ich finde überhaupt nichts daran. Denken Sie doch an die Bosheit. Das hört sich doch fast wie eine Drohung an. Vielleicht steht ein persönliches Erlebnis dahinter. Ich kann an dieser Straße nichts finden. Dass die Bundesstraße 1 ist, ist ja schließlich nicht als Besonderheit anzusprechen. Eine Straße muss ja die Nummer 1 sein. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie das gleichgültig finden. In diesem Zusammenhang. Ich verstehe nicht. Jetzt sind wir bei der Diskussion der Straße. Vorhin waren wir beim Dokument Himmelreich. Himmelreich hat doch nichts mit einer Straße zu tun. Überhaupt, wir sind vollkommen vom Thema abgekommen. Sie hätten dieses Dokument nicht vorziehen sollen. Jetzt sagen Sie uns wenigstens, wo Sie da Zusammenhänge gesehen haben. Bitte, das ist Auffassung. Die Diskussion ist Ihre Angelegenheit. Ich finde es absurd, dass wir ausgerechnet durch Sie Zeit verlieren. Sie hätten das Dokument ablehnen können. Niemand zwingt Sie zu irgendetwas. Ich hatte außerdem noch das Gefühl, dass das Dokument derart dunkel vorgeführt wurde, dass es kaum erkennbar war. Nur Schwierigkeiten. Es war sicher unzweckmäßig, das Dokument zu zeigen. Aber da habe ich es eigentlich nicht gefunden. Selbst wenn ein Helligkeitsunterschied vorhanden gewesen wäre, so glaube ich, kann man daraus niemand einen Vorwurf machen. Aber es war doch ganz deutlich, Bitte machen Sie doch nicht die Bildqualität zum Diskussionspunkt. Verzeihung, jetzt ist mir das Glas heruntergefallen. Lassen Sie, ich gebe Ihnen ein neues. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Was ist das eigentlich für ein eigenartiges Geräusch? Was für ein Geräusch? Na, hören Sie doch mal. Im Garten. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es wäre besser, Sie würden die Pause beenden. Vorhin hatten wir eine so gute Debatte. Und jetzt bringen wir nichts mehr zustande. Vielleicht nützt es etwas, wenn Sie das Dokument Himmelreich noch einmal bringen. Ich glaube, es wird problematisch, wenn wir uns so lange bei einem Dokument aufhalten. Machen wir weiter. Dokument 273. Im morgengrauen Reis, auf allerschwächstem Feuer, vorher einen Gedanken lang aufgekocht. Nur schwach gesalzen, so jede Schwammigkeit verhindernd. Mit neuem Wasser nur eben bedeckt. Während des Dämpfens unbesehen, unberührt. Dann geöffnet, ein Duft wie ein Blitz. Trocken, körnig, im eigenen Saft. Der Geruch wandert, sich drehend über den Fluss, in die Klons. Reis, nur einmal am Tag. Die Schüsseln leicht erwärmt, handwarm. Schlammgeruch, Rosenwasser. Dann der Fische, der Duft schwarzer Bananen. Noch rot, beim Verlöschen gelb, der Geruch von Zimt. Über allem sanft wie Nachdenken der Reis, noch vor Tagesmitte verzehrt. Die Frage nach dem Koch. Wie wollen Sie wissen, dass anderer Reis besser wäre? Der von den Inseln, den Terrassen von Banaue oder von Madras? Warum danken die gebenden Hände, nicht die nehmenden? Für Herrlichkeiten von Urwäldern, meerestiefen Einöden. Reisvögel, Morcheln, Tintenfisch, Muskat, Seetang, Anis. Fastenspeisen aus 10 gebratenen Gemüsen. In Tonschalen geröstet, Fruchtkerne vergessener Bäume. Aufgebrochener Stamm, Baumblut, Tamarinde. Erinnerung an verwelkte Blüten 1000 Meilen weiter im Süden. Dazwischen ein falscher Geruch, ein Irrtum, vielleicht Betrug. Welche Feuer haben diesen Duft erfunden? Kastanien in Reisöl gebraten, Huhn in geräuchertem Tee gedämpft. Woher nehmen die Betenden solche Sanftmut? Weshalb sind die Betenden ohne Begierde? Warum schreien die Betenden nicht? Wälder von Früchten, die Fische sämtlicher Meere, Winterbambus, Lotusnüsse, Palmherzen. Dem Teegeruch folgen, hinauf zum Himalaya. Den Reis bis zu den Horizonten einatmen, geröstet, geräuchert, gebraten, gebacken. Gebet, Reisgebet. Es klingelt draußen. Ich gehe nachsehen. Würden Sie inzwischen schon mit der Erörterung von 273 anfangen? Sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht, was Tamarinde ist? Tja, ich weiß nicht. Ich nehme an, dass es gemahlene Rinde vom Tamabaum ist. Sowas wie Zimt. Also, du müsstest das ja eigentlich wissen, wo du doch immer wieder betonst, dass du so weit herumgekommen bist. Tamarinde hat mit Rinde überhaupt nichts zu tun. Ein tropischer Baum, der Hülsenfrüchte trägt. Man macht Mus davon, das zwar gut schmeckt, aber abführend wirkt. So, ich versuche mir dauernd den Geschmack von dem Huhn vorzustellen. Denken Sie mal.
In geräucherten Tee gedämpft. Meine Mutter wusste in meiner Kindheit eine Art von dunklem Spekulatius zu backen, der ganz intensiv nach irgendetwas duftete. Schon am Geruch wusste man, dass Weihnachten kommen musste. Ich finde, die asiatische Kochkunst ist wie die asiatische Lyrik. Niemals geschieht etwas, aber alles kann geschehen. Der kalte Mond, zwei blinde Greise sitzen am Abgrund und lachen. Wer war's? Niemand. Es konnte auch noch niemand da sein. Wieso? Was soll das heißen? Es wird wohl ein Irrtum gewesen sein. Wie spät ist es eigentlich? 5 Uhr. Es wird langsam hell. Haben Sie sich entschieden, wie Sie 273 einordnen? Ja. Gut. Dann verlese ich also Dokument 274. Eine Minute Fahrt überbrückt alles. Oxid eines Wasserstoffes, H2O. Spezifisches Gewicht bei 4 Grad 1,0. Siedepunkt 100 Grad, Schmelzpunkt gleich 0. Nicht die größte, nicht die höchste, nicht die längste Brücke. Doch für die, die stolz darauf sind, die größte, die höchste, die längste. Das Wasser wehrt sich durch Oxidierung. Großartige Bosheit dieser Flüssigkeit. Menschen sind dadurch gezwungen, ein Leben lang auf der Brücke zu leben. John Sale, 9 Jahre auf der Brücke. Ronald Swanson, 11 Jahre auf der Brücke. Kampf gegen das Wasser. Sie verdanken ihm ihre Existenz. Ihre Körper 65% Wasser. Sinkt der Anteil um 20%, bedeutet es Tod. Notwendige Steuerung des Wasserhaushaltes. Ebenso elegant wie die chemische Formel, die Konstruktion. Die Flüssigkeit genauso weich wie die Oberfläche des Eisens. Nur mit der Wölbung einer Welle vergleichbar, die Wölbung des Gerüstes. Scheinbar ebenbürtig. Im Vergleich zum Wasser der Mensch ein Kümmerling. Kümmerlich die Kriege, die er um Wasser führte. Bessere Leistungen bei anderen Flüssigkeiten, bei Öl und Kautschuk. Öl. Auch hier wieder das Bestechende der chemischen Formel. Houston, Dahran, Aruba, Baku, Abadan, Maracaibo. Verbindungen hochmolekularer Wasserstoffe. Lustfahrt zwischen Türmen mit 80,4% Kohlenstoff, 10,2% Wasserstoff. Kautschuk, Großartigkeit der Beschaffenheit, Acetonextrakt, Polymerisate, Polysulfide, blutiges Material. Der Dieb, der es stahl, wurde geadelt. Zu Recht, Kautschukadel. Türme mit Anteilen von Schwefel, Sauerstoff, Stickstoff. Dahinter die notwendigen Grausamkeiten. Kriege, ein paar Tote. 70.000 Pflanzensamen gestohlen. Nur 2.800 gingen auf. Warum nicht Millionen gestohlen? Welche Kraft in der Paraffinreihe? Methan, Ethan, Propan, Oktan. Die Schönheit dieser Namen berechtigt, Kriege zu führen, Gift zu verschreiben. Anzapfen vor Sonnenaufgang. Spekulanten an den Börsen sorgen für gefälschtes Ertragsmaß. Unumgänglicher Betrug. Böse Bezeichnungen für Zwangsläufigkeiten. Wie viel Tote durch Verbrennungen? Für den Glanz einer chemischen Verbindung lohnt es. Bedeutender ist, wie sich Butan in einer Naphthalinkette verhalten würde. Jeder Tropfen hat sein notwendiges Verbrechen, seine Morde, seine Selbstmorde. Lächerlich vom Leid zu sprechen, angesichts der vergleichslosen Aromaten wie Benzol, Poluol, Naphthalin. Jeder Tropfen eine Köstlichkeit, dynamische Rohstoffe, genaue Regeln im Spiel mit ihnen, höchster Ernst, ohne Willkür, ohne Zynismus, Öl, Kautschuk, alles Gold dieser Erde eine Bettlermünze. Angesichts dieser Tropfen, dabei nie sichtbar, immer in Rohren, Tanks, Tankern. 46 Grad im Schatten, ehrgeizige Substanzen. 5 Stunden bluten die Bäume. Weißes Blut, braune Haut, silbernes Geld. Turm LL 806 pumpt nicht mehr. Erschöpft, leer, demontiert. Der gestorbene Baum, ohne Zahl und Namen. Erschöpft, leer. Triumph der großen Abenteurer, von den Wilden zu Göttern erhoben. Aber wo ist die Tat, deren Größe ihre Verworfenheit gelohnt hätte? Wo ist das Wagnis, ihre Namen unsterblich zu machen? Halbgötter, verschlagen wie falsche Götter. Verzeihen Sie, wenn ich hier das Gespräch beginne, aber ich habe mir da ein paar Begriffe aus diesem Dokument herausgeschrieben. Vielleicht können Sie im Moment noch nichts damit anfangen. Ich bin mir auch selbst noch nicht ganz klar.
Mit der Tabelle stimmt es leider nicht ganz überein, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Einzelbegriffe wichtig sind. Weißes Blut, Lustfahrt, der Dieb wurde geadelt, Turm LL 806. Ich finde das gut. Eine ausgezeichnete Zusammenstellung. Der wichtigste Begriff darin ist wahrscheinlich, der Dieb wurde geadelt. Er gehört wohl zum Komplex Liebe. Sie widersprechen mir vielleicht, aber ich glaube, ich kann Ihnen das später beweisen. Ach was, ich finde Ihre Einteilung eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Die nächste Begriffskombination wäre Lustfahrt, weißes Blut. Es ist zwar ein bisschen prätentiös, aber ich gebe zu, es ordnet sich ein. Bei dem Begriff Turm LL 806 muss ich allerdings zugeben, dass es mir nicht gelingt, ihn einzuordnen. Aber das kann doch nicht so schwierig sein. Die Konzeption war doch gut. Vielleicht muss man nur umstellen. Weißes Blut, der Dieb wurde geadelt, Turm LL 806, Lustfahrt. Es hilft zwar in gewisser Weise, aber das Ganze verliert eben doch an Zusammenhang. Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so ganz überzeugt. Der Turm bleibt irgendwie unverdaulich. Dann geben wir der Sache eben noch einen Dreh. Turm LL 806, der Dieb wurde geadelt, weißes Blut, Lustfahrt. Nein, ich bitte Sie, wir müssen die Sache etwas ernster nehmen. Ich finde überhaupt die Idee nicht mehr so gut. Etwas Unbefriedigendes bleibt immer. Aber hier fehlt ganz einfach etwas. Ich hätte einen Vorschlag. Er kommt mir zwar selbst absurd vor, aber sehen wir uns doch das Dokument Flaschenbaum noch einmal an dem wir uns vorgestern fast die Zähne ausgebissen haben. Ich will Ihnen natürlich nicht das Konzept verderben. Wir haben Ihnen die Idee ja direkt aus den Händen gerissen. Aber was sagen Sie dazu? Ja, ich finde das ausgezeichnet, Ihren Vorschlag. Ich bin ganz und gar nicht böse, dass Sie meinen Gedanken so ausgeweitet haben. Im Moment ist er sowieso nicht viel wert. Führen Sie doch bitte das Dokument Flaschenbaum noch einmal vor. Das Dokument hatte die Nummer 38. Ein Baum wächst, hält einen Menschen gefangen. Die Farbe wie eine Mauer, die Äste Gitter. Großzügigkeit der Natur. Hier ist das Tor zur Freiheit. Derby, Nordwestaustralien. Na bitte. Ja, jetzt fügt sich das alles an. Jetzt stimmt es auch wieder mit der Tabelle überein. Einmal der Begriff der Gefangenschaft und dann der Blick von drinnen. Das sieht dann also so aus. Wir haben da weißes Blut, dann Dieb geadelt, Lustfahrt, dann Turm und dazu die beiden neuen Begriffe Gefangenschaft und Blick von drinnen. Versuchen wir doch mal eine Kombination. Machen wir es doch so. Jeder von uns spricht einen Begriff. Fangen Sie doch bitte an. Weißes Blut? Lustfahrt? Der Blick von drinnen? Gefangenschaft? Turm LL 806? Der Dieb wurde geadelt. Ich glaube, das stimmt noch nicht ganz. Wir können das noch verbessern. Wir müssen allerdings die Sitzordnung ändern, wenn Sie einverstanden sind. Dann setzen doch Sie beide sich vielleicht nach drüben. Sie wissen, dass das bereits Ihr zweiter Platzwechsel ist, nachdem Sie gestern wegen der Auseinandersetzung zweier Herren den ersten vorgenommen haben und dass laut Reglement nur insgesamt 3 Platzwechsel möglich sind. Ja, wir wissen. Ja. Vielleicht fange ich diesmal an. Der Dieb wurde geadelt. Turm LL 806. Lustfahrt. Der Blick von drinnen. Gefangenschaft. Weißes Blut. Ich glaube, das war's. Das haben wir übrigens nur Ihnen zu verdanken. Aber nein, mich hat das Dokument einfach ganz außerordentlich interessiert. Könnten wir nicht schon die nächste Nummer nehmen? Wir sind jetzt bei Dokument 274 und ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber das ist für die Erledigung Ihres Pensums ganz einfach zu wenig. Wollen Sie diese Sitzordnung beibehalten? Ja, selbstverständlich. Dann Dokument 275. Zu Beginn der Aufzeichnungen steht 20 Mal das Wort Egoisten. Die letzten 3 Male allerdings ist es mit einem Fragezeichen versehen. Nach der 20. Wiederholung dann folgende Aufzeichnungen. Sie nennen sich selbst Egoisten. Letzte Beobachtungen lassen anders vermuten. Lassen vermuten, sie leben nur für die anderen, tun alles für die anderen. Feststellung, dass sie einzeln nicht existieren können. Ihr Geheimnis, dem anderen nahe sein. Rührung über diese Erkenntnis. Erstmals der Versuch teilzunehmen. Anerbieten, die Scheren, die Messer reinzuhalten. Die Klingen zu schleifen, die abgeschnittenen Zehennägel am Abend zu entfernen. Knäuel von schwarzen, blonden, roten, weißen Haaren wegzutragen.
Nasenhaare, Schamhaare, Haupthaare, nie von Lohn sprechen, nur Hilfe anbieten, teilnehmen wollen, überall Ablehnung, keinen Lohn verlangen, nur Hilfe anbieten, die notwendigen Werkzeuge ölen, den Analphabeten schmerzstillende Mittel eingeben, den Tonkrug mit der Kokosmilch tragen dürfen, teilnehmen dürfen, doch überall Ablehnung. Welche Überwindung? Ist ein größeres Opfer möglich? Bereit sein für die intimen Belange der anderen, bereit sein, ihre Körperkleidung zu reinigen, die Wäsche anderer waschen, die Speisereste ihrer Mahlzeiten, den Eiter ihrer Wunden, die Exkremente ihrer Verdauung entfernen, die primitive Kleidung rein zurückgeben, ohne Lohn zu verlangen, ohne übel zu nehmen, wenn sie sich über verbliebene Schmutzreste beklagen, Schmutzstellen in diesen Lumpen, teilnehmen wollen, überall Ablehnung, Zurückweisung. Sie tun alles für die anderen, für andere Dasein, für andere Denken, für andere Leben. Vergleichslos jedoch die Nussverkäuferinnen von Pasiala. Nicht nur Durians, Cashewnüsse und Tembili anbieten, auch sich selbst, sich ganz geben. Nur dieses Dorf besitzt ein solches Privileg. Nur hier ist dieses Opfer möglich. Es geschieht für andere, zur Freude anderer. Es ohne Widerstand tun, ohne Wollust, die doch nur kurz dauern würde. Bettler. Warum bettelt er? Warum kauft er sich kein Mitleid? Ist er so arm? Kann er nicht teilnehmen? Auch er kann sich nur anbieten. Einzige Bitte, teilnehmen dürfen. Die Bitte, dienen, arbeiten, helfen, heilen, lehren, lieben zu dürfen. Die Ablehnung ist stumm, feindselig. Es bleibt nur der Neid. Neid als einzige Möglichkeit, am Glück anderer teilnehmen zu können. Dieses Dokument ist anscheinend freiwillig abgebrochen. Es ist offensichtlich unvollständig und endet nicht in der üblichen Weise. Und doch haben wir hier den einzigen Fall, dass von einem Dokument aus die Fortsetzung in einem anderen vermutet werden kann. Es besteht eine deutliche Verbindung zwischen den Begriffen Ablehnung, Beleidigung, Einsamkeit. Überzeugen Sie sich selbst. Nummer 276. Unwohlsein. Die Beschwerden klingen nur langsam ab. Die erlittene Beleidigung bleibt. Neid, einzige Möglichkeit, am Glück teilzunehmen. Einzige Wahrheit, die Einfachheit mathematischer Gleichungen. Alkalitrachyd, SiO2, FeO3. Dazu alkalische Verbindungen, Al2O3, Na2O. Der Kratergrund ist noch warm. Die Suche nach Einsamkeit. Es ist vielleicht informativer für Sie, wenn ich Ihnen gleich jetzt die sachlichen Angaben mache. Kilimanjaro, höchster Berg Afrikas, erloschener Vulkan, angeblich 5.995 Meter hoch. Andere Angaben sprechen von 6.014 bzw. 6.720 Meter Höhe. Ich verlese noch einmal einen Teil der Aufzeichnungen, die vielleicht mehr an dieser Stelle des Berges gedacht sind. Einzige Wahrheit, die Einfachheit mathematischer Gleichungen. Alkalitrachyd, SiO2, FeO3. Dazu alkalische Verbindungen Al2O3, Na2O. Der Kratergrund ist noch warm. Die Suche nach Einsamkeit. Die fragliche Persönlichkeit sagt, der Kratergrund wäre noch warm. Trifft das zu? Das konnte nicht ermittelt werden. Auf jeden Fall liegt kein Schnee im Kratergrund. Und worauf beziehen sich die chemischen Formeln? Die geologischen Institute haben bestätigt, dass sie die Struktur des Vulkangesteins bezeichnen. Also ich finde, für uns ist das jetzt eine richtige Sensation. Bisher haben wir doch sklavisch daran gehangen, alle Zahlen, Formeln und so weiter rein technisch zu verstehen. Jetzt ist es doch aber so, dass sie plötzlich seelische Bedeutung haben. Der Kilimanjaro ist der beste Beweis dafür. Alkalitrachyd als seelische Tröstung. Ich finde, wir müssen die Tabelle ändern, und zwar von Grund auf. Nein, das wäre gefährlich. Diese neue seelische Funktion der Formeln schließt doch nicht die alte technische Funktion aus. Wir sollten uns, glaube ich, von jetzt an darüber klar sein, dass beide Möglichkeiten
nebeneinander bestehen. Mit anderen Worten, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt die menschliche Seite der Dokumente zu bewerten, wie wir das bisher bei den technischen getan haben. Durch die Kombination der beiden Dokumente haben Sie uns auf die richtigen Zusammenhänge gebracht. Wir müssen Ihnen sehr dafür danken. Ich freue mich natürlich, dass Sie meine Mithilfe an Ihrer Arbeit anerkennen. Ich stehe ja auch durchaus auf Ihrer Seite. Es ist jetzt 5:15 Uhr. Sie sind nun fast am Ende der dritten und letzten Nacht Ihres Gesprächs und treten in die Endphase der Diskussion ein, in die Phase der Neutralisation. Leider muss ich Ihnen sagen, dass Sie in diese Endphase mit einem erheblichen Rückstand in der Erledigung Ihres Pensums eintreten. Wir sind jetzt bei 277, 318 zu erledigen. Wie viel Zeit haben wir noch? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Soll denn das heißen, dass womöglich schon nach ein paar Minuten abgebrochen wird? Nun, das Reglement war noch in keinem Fall sinnlos und in ein paar Minuten könnten Sie Ihr Pensum gar nicht erledigen. Haben wir überhaupt eine reelle Chance? Es ist Ihr Spiel. Bitte bringen Sie das nächste Dokument. Dokument 277. 2 Achsen, die sich im rechten Winkel schneiden, bilden ein Kreuz. Die Geste, mit der Sie einen Platz in Besitz nehmen. Nächste Phase, Pläne. Pläne wie Ihre Physiognomie. Ausgeführt wie ein Akt der Kosmetik. Suche nach Schönheit. Der erste Gedanke wird zu Eisendrähten, der nächste zu Betonpfeilern. Die Mittel Ihrer Kosmetik: Sand, Schiefer, Marmor, Blei, Kupfer, Zinn. Einer denkt für sie alle. Weder zeichnet er Pläne, noch mischt er Beton. Er berührt keinen Hammer, keine Schaufel. Küchen und Badezimmer sind belanglos. Seine Leidenschaft sind Fassaden. Er hat sanfte Hände. Er ist ihr Meister. Seine Gedanken, tropische Fantasien ohne Ingenieurprobleme. Seine Gedanken, Schutz vor Feuer, Wasser, Wetter. Seine Gedanken, Segel aus Beton, Kathedralen aus Glas und Stahl. Überall roter Staub, rote Bettwäsche, rotes Kreuz. Überall Baustellen. Und ihre Städte, ihre lebendigen Städte, ihre große Stadt. Welche Anstrengung, sie zu betreten. Nur intensive Wahrnehmungsfähigkeit überwindet die Hindernisse. Welche Anstrengung, ihre 5 Stadtteile zu betreten. Leptis Magna, Nordafrika. Viluna, Inneraustralien. Machu Picchu, Peru. Angkor, Kambodscha. Kap Haitien, Haiti. Erster Stadtteil, Leptis Magna. Die ganze Nacht vor der Ankunft sichtbar das Feuer des Leuchtturms. Einlaufen in den Hafen. Der Leuchtturmwärter winkt. An den Quais unterhalb des Neptuntempels Legionäre bewachen Sklaven aus Numidien. Sie löschen Schiffe mit Marmor für Säulen und Statuen. Ein schwerfälliger Mann kommt an Bord, der Hafenmeister. Zweiter Stadtteil, Viluna. Am Bahnhof Ankunft eines Boxers aus Melbourne, Gegner eines Schafzüchters aus dem Busch. Heute Abend in der City Hall. Unter den Frauen der Stadt geflüsterte Vermutungen über die Potenz der Gegner. Der Bahnhof ist zu klein für derartige Empfänge. Dritter Stadtteil, Angkor, am Osttor. Jubel um die siegreichen Truppen gegen die Chams. Erlass des Königs Jayawarman VII., Bezeichnung des Osttores mit sofortiger Wirkung, Siegestor. Vierter Stadtteil, Machu Picchu. Auf dem Rastplatz der Sonne, Mündigkeitsfest der liebesfähigen Knaben und Mädchen. Selbst der große Inka ist anwesend. Wettlauf der Geschlechter. Jeder Mann, der eine Frau überholt, genießt sie auf der Stelle. Fünfter Stadtteil, Kap Haitien. Die Stimmung der 10.000 auf der Zitadelle ist gedrückt. Sie warten, aber es gibt keine Feinde. Henri Christophe ist seltsam geworden in letzter Zeit. Die Hotels überfüllt. Hochkonjunktur in den Kaufläden, Schlägerei in einer Bar. Man spricht wieder von großen Goldfunden. Gedränge auf dem Markt. Alle Bewohner erhalten zum Fest des Jupiter die römische Staatsbürgerschaft. Im Osten der Stadt Geschrei. Die Vandalen plündern eine Vorstadt. Ein Gerücht hält sich hartnäckig. Die Prinzessin Bunchup sei von einem Tempeldiener vergewaltigt worden. Aber es sei Absicht der Prinzessin gewesen. Der Diener wurde am frühen Morgen geköpft. Henri Christophe hat seit 2 Stunden nicht mehr sein Zimmer verlassen. Trotz der Kühlung der Räume durch Rohre mit eisigem Gebirgswasser drückende Schwüle. Die Wachen, angetrunken, schlafen zumeist. Auf den Stufen der Commercial Bank ein Schafzüchter. Durch einen Angestellten der Bank erfuhr er sei bankrott. Am Platz der Erwählten. 3 Kuriere treffen fast gleichzeitig mit derselben Nachricht ein.
Die Sonnenjungfrauen von Caxas seien den Spaniern zu Willen gewesen. Am Augusta Ceres-Tempel der Sohn des Septimus Severus, Kavala. Er geht mit einer Hetäre, die er von Zypern brachte, ins Bad. Gedränge am Swimmingpool. Auf der Elefantenterrasse warten die Gäste. Jeden Augenblick kann der König eintreffen. Hat er wirklich Lepra? Wird sein Anblick abstoßend sein? In den Schatten der Mauern gibt es kein anderes Gespräch. Ein Diener, livriert, rast über die Treppen des Schlosses. Henri Christophe hat sich erschossen mit einer silbernen Kugel. Seine Rechte hält ein Taschentuch aus Batist. Theatralisch sind die Initialen sichtbar. Streik in der Goldmine Monarch des Ostens. Angeblich streikt auch Schwarzer Schwan und Goldenes Zeitalter. Der Goldbunker von der Polizei umstellt. Ein paar Goldgräber wurden von Wilden erschlagen. Im Club liest ein Engländer einer Damengesellschaft über den Marquis de Sade. Auf den Toiletten Gespräche über Nebensächlichkeiten. Hohn über das Tarentinerkleid, das Marzia trägt. Zweifel an der Liebesfähigkeit des Kavala. Gegenrede der Glykära, die Kraft seiner Lenden sei die des zärtlichsten Eroten. Gegen Abend, noch vor der Dämmerung, auf dem Weg zum Theater. Alle Tagesereignisse scheinen vergessen. Kostbare Roben, Togas, Kojas, Blue Jeans, Frack, Livret, Lendentuch. Alle Pracht, zu der sie fähig sind. Das große Theater, die Prunkstätte der großen Stadt. Applaus von den Tribünen für die Schauspieler, die Sänger, den Chor. Applaus. Beweis dieser Stadt, dass sie lebt. Welches Vertrauen, eine solche Stadt geplant und gebaut zu haben. Denn sie wird vergehen. Krieg wird sie auslöschen. Urwald wird ihre Mauern sprengen. Hochwasser wird sie überschwemmen. Sand wird sie zudecken. Die große Stadt wird vergessen werden. Kein Mensch wird in ihr wohnen. Wie ist das möglich? Er war zur gleichen Zeit an allen diesen Orten. Wie ist das möglich? Heißt das nicht, dass er sich in Zeit und Raum beliebig bewegen kann? Ja, je intensiver die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit, umso stärker die mögliche Überwindung von Raum und Zeit. Es ist offensichtlich, er ist Zeit und Raum nicht unterworfen. Ja, aber doch nur in ganz gewissen Dokumenten. Könnte es nicht eine analytische Methode sein? Eine rein subjektive Betrachtung vielleicht. Bestimmte Dokumente beweisen aber das Gegenteil. Die notwendige Konsequenz daraus wäre, dass wir nun doch die Tabelle ändern müssen. Höchstens von Fall zu Fall, würde ich sagen. Die Tabelle muss bestehen bleiben. Sie ist die einzige Grundlage, die wir haben. Also, das geschraubt wir reden, sprechen wir lieber von der Tabelle, als wir jetzt eine Familie. Was wollen Sie denn damit sagen? Wonach könnten Sie urteilen, wenn die Tabelle nicht eine entscheidende Funktion hätte? Bestimmt doch alles. Sie regeln die Begriffe, ihren Wert und ihren Geltungsbereich. Schließlich ist sie ja nicht unsere Erfindung. Sie war von vornherein da und wir haben uns danach gerichtet. Stellen Sie mal, was Sie nicht wissen. Ich kann es Ihnen aber deutlicher sagen. Sie haben das Reglement genauso unterschrieben wie ich. Und seitdem ist es von Anfang an, dass die Tabelle keine Gültigkeit hat. Von Anfang an keine Gültigkeit. Das hätten Sie nicht sagen sollen. Ja, ich weiß es genauso wie Sie, aber ich hätte es niemals ausgesprochen. Wir sind in einer lächerlichen Situation. Es kommt mir vor, als würde man jemanden nach dem Weg fragen und der sagt, gehen Sie immer geradeaus. Da kommen Sie an einen Punkt, da gibt es nur noch 2 Straßen. Und davon nehmen Sie die Parallelstraße. Wie war es jetzt mit der Bildhelligkeit? Haben Sie jetzt genug gesehen? Genug schon. Und meine Augen. Es kommt wirklich nur davon, dass das Bild zu dunkel vorgeführt wird. Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein. Das wird Ihnen aber nichts nützen. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich will mit Ihnen gar nicht darüber diskutieren. Soll ich das nächste Dokument bringen? Ja, bitte. Genau 6 Stunden 47 Minuten danach. 11 Grad östliche Länge, 37 Grad nördliche Breite. Es ist eine Täuschung. Die Sonne geht nicht auf. Trotzdem eine Erkenntnis gewonnen. Sie müssen sterben. Sonnenaufgang tötet wenige. Hühner, Mörder, Träume. Sonnenuntergang tötet sie alle. Sie teilen den Ablauf ihrer Existenz damit ein. Ihren Tag, ihre Wochen, die Monate, die Jahre, ihr Leben. Ableiten des Schicksals vom Sonnenstand. Deshalb starker romantischer Wert der Sonnenuntergänge. Bedingt jedoch durch farbliche Phänomene. Ästhetische Qualität wäre zu verbessern. Grausamkeit des Ablaufs jedoch nicht. Eine Farbverschiebung verändert den romantischen Wert, jedoch nicht den sachlich-physischen. Bücher über Farbe sagen nicht alles. Gammawert, Kelvingrade, Komplementärfarben. Hohe Farbschwingungen in der Nähe des Äquators. 23 Minuten später. Größerer Rotanteil in der Südsee. 6 Stunden, 11 Minuten später. Additive Farbmischung in Zentralafrika.
Der Irrtum ist fundamental. Die Sonne geht niemals auf und unter. Die Sonne geht immer auf und unter. Keiner von Ihnen hat je das unvergessliche Schauspiel der zugleich auf- und untergehenden Sonne gesehen. Die Erde ist in blaues Licht getaucht. Ihre Sterne sehen tatenlos zu. Mehrere Versuche durch Farbwechsel Änderung ihres Schicksals zu bewirken. Die stärker werdende Rotkomponente bestätigt jedoch die Erkenntnis, ihr Tod ist notwendig. Zweite Rückkehr zum Meer der Ruhe. Zu diesen Aufzeichnungen existiert übrigens eine Art Fußnote. L'Oiseau des Îles kehrte 24 Stunden später wegen Maschinenschadens zurück. Das bezieht sich ohne Zweifel auf das Schiff, das Sie beim letzten Sonnenuntergang gesehen haben. Das Schiff gehört einer französischen Reederei und fährt von Marseille durch den Panamakanal und die ganze Südsee. Meine Herren, wollen Sie nicht mit der Diskussion beginnen? Ich glaube, auf der Basis der Tabelle ist unsere Ansicht über dieses Dokument klar. Wir brauchen darüber wohl kein Gespräch. Bringen Sie sich nicht selbst in eine Zwangslage, indem Sie die Tabelle ablehnen. Ich sage Ihnen das ganz loyal. Ich glaube, Sie sollten trotz der Unabänderlichkeit der Gesamtsituation wenigstens mit Überzeugung an die Lösung der Einzelprobleme gehen. Nummer 279. Warum gerade an diesem Ort? Die Adresse ist genau. New York, Wall Street Nummer 12. Ein Bote soll kommen. Welcher Bote? Die Anwesenheit allein gilt schon als Verdacht. Die ersten Fragen in der Nähe der Apparate nach widerwärtiger Berührung, plötzlich die Aufforderung, Mauritius nehmen. Mauritius Aktien werden nicht gehandelt, nicht notiert, existieren nicht. Auch der Bote kommt nicht. Wieder die Aufforderung. Zugleich Gewissheit, doch Mauritius. Der Bote kam nicht. Warum Indischer Ozean? Warum Mauritius? Suche nach dem Boten. Trägt er die Botschaft am Körper oder in einem Behältnis oder in einer Tasche? Hauptstadt Port-Louis, Place d'Armes. 1847 promovierte Charles Dick zum Gefängnisdirektor in Port-Louis. Besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Promotion und dem Boten? Dann Suche auf der ganzen Insel. Schwierige Verständigung. Niemand weiß Auskunft. Die Bevölkerung verhält sich ruhig. Der Wasserfall im Südwesten trägt keine registrierte Nummer. Er bleibt ohne Belang. Der Fischer am Kap Malheureux ohne Bedeutung. Informationen besagen, dass Berghütten existieren. Am Pieter Boot. Dort sollen Booten ein- und ausgehen. Kein Erfolg. Die Suche wird lächerlich. Wieder am Place d'Armes. Queen Victoria. Plötzliche Erkenntnis, die blaue Mauritius. Die Botschaft ist gefunden. Nach näherer Untersuchung die Jugendliche auf der Marke ein temporäres Schönheitsideal. Die Beweisführung wäre auch in umgekehrter Reihenfolge möglich. Die Neugierde lohnte sich. Zugleich jedoch neue Erkenntnis. Der Bote wurde betrogen. Der Aufdruck Post-Paid wurde in Post-Office gefälscht. Anstelle von Post bezahlt, Postamt. Der Bote wurde um den Botenlohn betrogen. Zum ersten Mal das Wort Betrug. Aus 2 Pence wurde millionenfacher Wert. Aus nicht bezahlten Botenlöhnen. Unwichtig der Stempel, der Bestimmungsort der Empfänger. Nur noch das Schicksal des Boten interessiert. Mauritius interessiert nicht mehr. Westlich davon kann es nicht sein, nur östlich. 5143 Kilometer ost-nordöstlich. Direction Island, die Örtlichkeit wie erwartet. Die Abmessungen sind exakt. 600 Meter lang, 200 Meter breit. Dicht an einer Palme, Seekabel, 12 Zentimeter Durchmesser, jedes von ihnen. 300 Worte in der Minute. Nach Indonesien, Südafrika, Westaustralien. Maschinenbotschaften. Der eine Bote zerstörte die Maschinenbotschaften des anderen. Wo ist der Täter? Ein Wegweiser gibt Hinweis. Kreuzer Emden zerstörte Kabelstation. Kreuzer Sydney zerstörte Kreuzer Emden. 9.11.1914. Die zerstörenden Boten des Kreuzers Emden kurz vor der eigenen Vernichtung. Der Platz ist leer, wie berechnet. Der Bote selbst vernichtet, zerstört. West Island, 6. Juni 1945. Der Platz ist markiert, leicht zu finden. Ein abgestürztes Flugzeug. Mit welcher Nachricht war dieser Bote unterwegs? Spielt die Persönlichkeit des Boten eine Rolle oder nur die Botschaft?
Nur die Botschaft spielt eine Rolle. Die Beweiskette ist geschlossen. Der Betrüger ist ein betrogener Bote. Betrug gegen Betrug. Es handelt sich also nicht um Selbstmord. Ich glaube, in diesem Dokument ist der fraglichen Persönlichkeit eine eindrucksvolle Beweisführung gelungen. Wenn man sich dieses Dokument ansieht, dann gibt es im Grunde nur eine einzige Frage. Wer war eigentlich der Tote, den wir am Ende des Dokuments sahen? Francisco Pizarro, 1470 in Estremadura geboren, Schweinehirt, unehelicher Sohn eines Landedelmannes, Eroberer des Inka-Reiches in Peru, 1541 ermordet. Ich dachte, die Identifizierung des Toten würde uns Aufschluss geben. Also mit Francisco Pizarro kann ich überhaupt nichts anfangen. Er hat auch weder in der fraglichen Zeit gelebt, noch sich jenen Gegenden wie Mauritius oder den Kokosinseln aufgehalten. Aus denselben Überlegungen heraus haben wir weitere Nachforschungen angestellt. Und dabei hat sich ergeben, dass Pizarro eigentlich nur ein stellvertretender Toter ist. Es ist nicht gelungen zu klären, wer der wirkliche Tote ist. Dann gehört es also zu unserer Aufgabe, das herauszufinden. Ja. Na gut, dann sagen Sie uns bitte, wer war die Person, die in der New Yorker Börse das Wort Mauritius flüsterte? Das konnte anhand des Bildmaterials nicht ermittelt werden. Die Person stand mit dem Rücken zur Kamera. Was wurde aus der Besatzung des Kreuzers M? Der größte Teil geriet in Gefangenschaft. Ungefähr 150 Besatzungsmitglieder fielen in der Seeschlacht und nur die kleine Gruppe, die die Kabelstation zerstörte, erreichte mit einem gekaperten Schiff Deutschland. War die Einladung im Jahre 1847 an den Gefängnisdirektor Charles Dick mit einer blauen Mauritius-Bankett? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Es gibt überhaupt nur noch 3 Exemplare der blauen Mauritius mit Briefumschlag und keiner von diesen ist an Charles Dick gerichtet. Wurden eigentlich alle Abmessungen, Zahlen und Angaben überprüft? Ja, sie stimmen auch alle bis auf eine. Die New Yorker Börse ist nicht nur Wall Street Nummer 12, sondern Nummer 11. Leider haben Sie uns nur 2 von den gestellten Fragen beantwortet. Die bringen uns aber alleine nicht weiter. Wenn Sie uns keine Unterlagen liefern, dann bekommen wir doch nie heraus, wer der Tote wirklich war. Nach dem Reglement können Sie die Behandlung einer Frage ablehnen, wenn es Ihnen zu kompliziert erscheint oder wenn Sie glauben, zu viel Zeit zu verlieren. Das ist für mich kein Lösungsvorschlag, sondern nur eine unverschämte Kommentierung unserer Situation. Ich muss jetzt leider unterbrechen. Eine administrative Maßnahme, die das Reglement vorschreibt. Danach muss 20 Minuten nach Beginn der Neutralisation eine Klingelprobe vorgenommen werden. Ich gehe jetzt nach draußen und klingele. Wollen Sie bitte darauf achten, ob Sie das Klingelzeichen hören? Haben Sie das Klingeln gehört? Natürlich. Gut. Dann darf ich das nächste Dokument bringen. 280. Welche Ihrer Drüsen bewirkt den Mut, den Helden? Forschungen in Ihren Muskeln, Geweben, Zellen führen zu nichts. Sicher verbirgt sich eine Lächerlichkeit dahinter. Sie haben ein Symbol des Mutes gewählt. Aber warum sprechen Sie nicht von Elefantenmut oder Büffelmut, Leopardenmut, Rhinocerosmut? Es liegt Ihnen sehr daran, Löwenmut zu haben. Welche Aufrichtigkeit zur Theatralik. Sie etablieren Ihre Einsamkeit damit. Mut als eine Art Möbel. Welche Ihrer Drüsen bewirkt den Mut, den Helden? Forschungen in Ihren Muskeln, Geweben, Zellen führen zu nichts. Sicher verbirgt sich eine Lächerlichkeit dahinter. Sie haben ein Symbol des Mutes gewählt. Aber warum sprechen Sie nicht von Elefantenmut oder Büffelmut, Leopardenmut, Rhinocerosmut? Es liegt Ihnen sehr daran, Löwenmut zu haben. Welche Aufrichtigkeit zur Theatralik. Sie etablieren Ihre Einsamkeit damit. Mut als eine Art Möbel. Mut erst in Ihren Wechseljahren geringer werdend, gemäß den Symptomen nachlassender Geschlechtskraft. Alles, was bleibt, Überlieferung. Überlieferung männlicher Taten. Überlieferungen grandioser als das Vorbild. Welche Ihrer Drüsen bewirkt den Mut, den Helden? Forschungen in Ihren Muskeln, Geweben, Zellen führen zu nichts. Sicher verbirgt sich eine Lächerlichkeit dahinter. Sie haben ein Symbol des Mutes gewählt. Aber warum sprechen Sie nicht von Elefantenmut oder Büffelmut, Leopardenmut, Rhinocerosmut? Es liegt Ihnen sehr daran, Löwenmut zu haben.
Mut, erst in ihren Wechseljahren geringer werdend, gemäß den Symptomen nachlassender Geschlechtskraft. Alles, was bleibt, Überlieferung. Überlieferung männlicher Taten. Überlieferungen grandioser als das Vorbild. Selbstdarstellung ihrer Schwäche. Lächerlich ihre Geschicklichkeit, ihre Platzpatronen, die Aufhängevorrichtung bei der Aufhängung. Was wollen Sie mit diesem Mut? Welche Aufrichtigkeit zur Theatralik? Sie etablieren ihre Einsamkeit damit. Mut als eine Art Möbel. Löwenmut, Platzpatronen, Aufhängevorrichtungen. Alles, was bleibt, Überlieferung. Überlieferung männlicher Taten. Überlieferungen grandioser als das Vorbild. Denkmalmenschen sind Sehnsuchtsgedanken. Ich habe dem Dokument nicht richtig folgen können. Mich macht das alles nervös. Man hätte uns diese Klingelprobe doch vorher ankündigen können. Was bedeutet das eigentlich? Das müsste doch wohl nicht besonders erklärt werden. Irgendwann muss ja jemand kommen und sagen, dass die Diskussion beendet ist. Und da schreibt das Reglement eben vor, dass die Klingelanlage vorher überprüft wird. Anstatt in Ruhe arbeiten zu können, werden wir systematisch unter Druck gesetzt. Als ob wir nicht selber wüssten, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Ich möchte aber nicht, dass wir aus der gegenwärtigen Spannung heraus vorliegendes Dokument ablehnen. Dafür ist es sicher zu wichtig. Aber ich bin für eine zeitweilige Zurückstellung. Das Reglement lässt Ihnen ja auch diese Freiheit. Warum sollten Sie sie nicht nützen? Also, dann Dokument 281. Glocken der Begrüßung, Haifischglocken. Ankunft oder Rückkehr, immer sind es Haie, die begrüßen. Haie sind hellhörig. Inseln der Gesundheit, des Heils, der Rettung. Gipfel unterseeischer Berge. Ort der Begegnung mit dem Hohepriester. Träger der einzigen Gnade, der Schuld, der freiwilligen Schuld. Die Mauern der Tempel sind nahe. Welche Schönheit der Senkrechten und Waagrechten, die einzig mögliche Ordnung des Chaos. Ihr Traummaß gibt den Blick auf Märchen frei. Die Namenszeichen der Mönche sind unwesentlich. Zahlen. Devotionalien des letzten Ziels, des Glücks. Mönchsorden, unsterbliche Gebilde, sie werden immer sein. An den Zellenwänden Fingerabdrücke, an den Mauern Tinten von seltener Haltbarkeit, Gebetsfetzen in verschlüsselten Worten. Schwarze Brigaden, Zwangsarbeit, die Wachen geben Tabak, grausame Liebe. Die Zeitmessung der Exerzitien nach strengen Maßunterteilungen. An den Ruhestätten unter dem Zeichen der Gnade, dem Kreuz, vertraute Namen. Gelbes Fieber, Leutnant der Garde, Pflichtbewusstsein. Wieder die Faszination der Senkrechten und Waagrechten. An den Hängen der Berggipfel die Wege der Heiligen. Die Steine kennen jeden ihrer Füße. In stillen Becken der Ritus der Waschungen, vor den Haien geschützt. Schwerarbeit in Steinbrüchen als Form des Gebetes. Erschütternd die Freiwilligkeit ihres Opfers. Alles Vorbereitungen für das Fest. Bewundernswert die Kasteiungen für den Körper, der Sünden sucht. Liebkosung der Metallringe nachts an den Füßen, angeschweißt an das Bettlager der Zelle. Auch dies ein Teil des Gebetes. Verabscheut von den Priestern die Profanbauten der Selbsterhaltung, Bauten der Körperentleerung, der Körperfüllung, männlicher Verzicht auf Üppigkeit, Unmäßigkeit, Gleichheit der Kleidung, des Essens, der Zelle, Erlösung der Sünder durch den freiwilligen Büßer, durch den, der die Schuld auf sich nimmt. Es sind Auserwählte, Ausgezeichnete, Helden einsamer Verzweiflung. Vor den Zellen ihrer Meditation wieder die Senkrechten. Sogar die Natur begreift hier den tiefen Sinn des Gelübdes. Raum der Erkenntnis, Raum der Vorbereitung für das Opfer. In ihm Erwartung auf den Erhalt des Priesterkleides. Hohe Priester der Schuld. Die Einfühlungskraft versagt vor dem Ausmaß der Zeit, die er in diesen Tempeln verbrachte. 38 Mal erlebte der Hohepriester das große Maß. Er verzichtete auf die Freiheit, erlöste andere stellvertretend. Zauber dieses Menschen, Zauber dieser Inseln, Ile Royale, Ile Saint-Joseph, Ile du Diable. Die Natur hilft den Priestern mit ihrer ganzen Kraft. Am frühen Morgen die letzte Waschung und Labung. Die Priestergewänder, Purpur, die Farbe des höchsten Opfers. Konsequenz eines Kalkabbaus im Blut während des Augenblicks der Gnade. Nahe an der Tür steht die Monstranz, Guillotine. Nicht entscheidet ihr seltener Name, nur Ehrfurcht beugt den Blick, beugt den gesegneten Nacken des vor der Weihe Stehenden. Knarren, gespaltene Luft, kaum Blut. Die Weihe ist vollzogen. Die Grableger tragen Uniformen, die Ministranten sind Haie,
hellhörig und schnell. Die Glocken rufen sie. Zauber dieser Inseln. Inseln der Glückseligkeit. Nur wenige Schwache versuchten, jemals zurückzukehren. Merkwürdig, einem Ort wieder zu begegnen, von dem man nicht gedacht hätte, dass man ihn noch einmal im Leben sehen würde. Und dann in einem solchen Dokument. Waren Sie dort? Ja, ich war dort, in Cayenne ein paar Wochen, und durch Zufall kam ich mit einem Fischerboot rüber zu den Inseln. Die Erinnerung an manche Dinge bekommt jetzt eine ganz merkwürdige, übernatürliche Intensität. Der Stein zum Beispiel, Sie erinnern sich sicher an den Stein, der mit dem Loch in der Mitte. Die Sträflinge hatten eine Eisenstange hineingetrieben, ihn aber nur halb gesprengt. Ein ganz seltsamer Ton war zu hören, wenn der Wind darüber strich, wie eine tiefe Flöte. Und ich habe auch auf dem Hof gestanden, von dem im Dokument nur verschleiert die Rede ist, dort, wo die Guillotine zu den Hinrichtungen aufgebaut wurde. Die Haifischglocke, die Sie gehört haben, war nicht mehr da, aber ich weiß, wo sie gehangen hatte. Sie wurde immer angeschlagen, wenn Sträflinge flüchteten. Die Haie fanden die Flüchtlinge als Erste. Dem Mann, den wir im Dokument sahen, dem bin ich allerdings nicht mehr begegnet. Die Inseln sind unbewohnt, aber in Cayenne und den umliegenden Küstendörfern, da gibt es noch ein paar ehemalige Sträflinge. Ich möchte bloß wissen, warum er immer von Mönchen spricht. Die Teufelsinseln waren nun weiß Gott keine Klöster. Durch Ihren persönlichen Bericht konnte ich Ihnen vorhin nicht mitteilen, dass eine Randnotiz existiert. Sie besagt, dass er wusste, dass er die Unterlagen zu diesem Dokument verwechselt hatte. Er hielt es aber nicht für nötig, seine Aufzeichnungen deswegen zu ändern. Genügt Ihnen diese Notiz als Unterlage? Schade, dass Sie diese Randnotiz erst so spät erwähnt haben. Dadurch haben wir eine Menge Zeit verloren. Ich finde, wir sollten überhaupt nur solche Dinge vortragen, die im Sinne der Tabelle wichtig sind. Nehmen wir Nummer 282. Primitivität macht alles lustvoll. Pikanterie der Behinderung. Und dann das Anerbieten, an ihren Fortbewegungen teilzunehmen. Hinübergleiten von der Elefantenkuh bei Nilambur in den Sitz der Rikscha. Wu, Rikschamann, Hongkong. Er schwitzt. Der Fahrende lacht. Nur eine kleine Seitwärtsbewegung, hin auf das einhöckrige Kamel. Der Treiber in der Kasbah von Hammamet weiß wenig von der Lust des Schaukelns. Unbemerkt das Kamel mit dem Zuckerrohrzug tauschen, auf der Fahrt zur Zuckermühle von Port-au-Prince. Leicht der Schritt auf die Pferdedroschke. Das Rollen auf der Lungomare zwischen Kastell und Hafenzollamt in Tripolis ist glatt und sanft. Stufenlos der Eintritt in die Gondel zum Zuckerhut, Rio de Janeiro. Unvergleichlich die Pendelbewegungen zwischen Station 2 und 3. Nordphilippinischer Paksanyang-Fluss. Welche Lust, das ölige Gleiten durch eine Wassertemperatur von 24 Grad. Die bisher höchste erreichte Geschwindigkeit. Noch schneller die Dämmerung über den Broadway. Taxi P72-4102. Luft, Gummi, Polster gefedert. Fahren, welche Lust. Reflexe im Glasblech, Lichter von Wassertropfen. Erst jetzt beginnen die Wanderschaften, vom Rücken der Hügel, höher und höher. Welche Lust seinen Flug nehmen von Verblüffung erfüllt, vom Rücken der Hügel. Die notwendige Musik trauert und ist glücklich zugleich. Einen Herzschlag lang vom Flug in Sonnenhöhe träumen. Das Stellen der Frage freiwillig vergessen.
Mir kommt es im Gegensatz zu unserem bisherigen Verfahren so vor, als ob es sich hier nicht um einzelne Begriffe handelt, sondern dass das Ganze präzise den Begriff Flucht umreißt. Aber eine Art fröhliche Flucht. Zum Beispiel fliehen, um Dingen zu begegnen, die man lieben könnte. Laufen und spüren, dass man immer stärker wird. Fliehen nach allen Seiten wie eine Explosion. Oder fliehen wollen und spüren, dass man festgebunden ist. Was haben Sie denn? Verzeihen Sie, ich fühle mich nicht wohl. Was können wir denn für Sie tun? Führen wir doch weiter vor. Dadurch gewinnen wir Zeit und können ihm dann nachher vielleicht wirklich helfen. Das nächste Dokument ist die Nummer 303. Die dazwischenliegenden 20 Nummern stammen höchstwahrscheinlich alle aus der Verbindung mit dem eben gesehenen Dokument. Es handelt sich darum um Rechnungen aus einem Nachtclub, Quittungen über eine komplette Taucherausrüstung, ein paar Bierdeckel, die Eintrittskarte für eine Achterbahn, ein chinesisches Wörterbuch, dann die Gebrauchsanweisung für einen Bumerang, eine kleine Stange Vanille, die Tischkarte einer Geisha aus Yokohama und so weiter. Sie können diese Dokumente nachher noch leicht einordnen. Also jetzt 303. Ich muss Ihnen dazu noch sagen, dass ein Hinweis gegeben ist, dass die Aufzeichnungen sich auf den Schluss des Dokumentes beziehen. Der Sägemann sägt. Er lebt von Toten. Die Lebenden sterben für ihn. Er lohnt es ihnen mit lebenslanger Wiederholung. Särge. Einer von ihnen gehört ihm. Machen wir es kurz. Wenn Sie nicht einverstanden sind, widersprechen Sie mir einfach. Ich finde die Einteilung unproblematisch. Maßgebend dafür ist doch allein der Begriff, die Lebenden sterben für ihn. Das wäre nach der Tabelle die Kategorie Nächstenliebe. Na gut, dann können wir doch weitergehen. Moment. Könnte man sich das Dokument nicht auch unter der Kategorie Lustempfinden denken? Lustempfinden? Ja. Ich erinnere mich da an einen Satz aus einem Dokument von vorhin. Primitivität macht alles lustvoll. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, ob er nicht vielleicht in der Arbeit eine Art Genuss sieht. Finden Sie nicht selbst, dass das ziemlich weit hergeholt ist? Ja, praktisch ist es ja so, dass es kein einziges Dokument gibt, in dem er je eine Tätigkeit unter dem Aspekt der Arbeit betrachtet hat. So gesehen hat Ihre Prägung natürlich etwas für sich. Ordnen wir das Dokument unter beide Gruppen ein, oder geht das nicht? Och, wir können das ja über Kreuz nehmen. Ja, natürlich. Tja, ist ja verhältnismäßig schnell gegangen. Haben wir nun eigentlich aufgeholt in unserem Pensum? Die Neutralisationszeit läuft jetzt seit 37 Minuten und Ihr Rückstand hat sich noch vergrößert. Nummer 304. Plünderer, wo ist der 4. Reiter? Jämmerliche Rosttäuscher, alle 4. Oder welche Komödie, alle 4. Oder widerwärtige Komödianten, alle 4. Angaben zur Sache. Cocalinho, Dorf im brasilianischen Urwald, am Fluss Araguaia, Nebenfluss des Tocantins, wiederum Nebenfluss des Amazonas. Da fehlt auch mal ein Teil der Aufzeichnung. Nichts fehlt, ich habe Ihnen alles vorgelesen, was da war. Das ist mir unerklärlich. Vielleicht fehlt dann ein Stück am Bild. Aber nein, das Dokument ist vollständig und in der üblichen Form abgeschlossen. Dann sollten wir das Dokument wiederholen. Ja. Unter diesem Zeitdruck? Ja, sonst dauert es doch noch länger. Bitte?
Wollen Sie die Aufzeichnungen auch noch mal hören? Unbedingt. Plünderer, wo ist der 4. Reiter? Jämmerliche Rostäuscher, alle 4. Oder welche Komödie, alle 4. Oder widerwärtige Komödianten, alle 4. Ich kann mir auch jetzt kein besseres Bild machen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass doch ein Stück fehlt. Können wir es nicht trotzdem irgendwie einordnen? Ja, aber wo denn? Egal, unter Utopien meinetwegen, damit es nicht unter den Tisch fällt. Sagen Sie, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja ganz grau im Gesicht. Macht Ihnen denn der Geruch nichts aus, der da aus dem Nebengarten kommt? Ach was, Sie sind allergisch. Wahrscheinlich haben Sie Heuschnupfen. Wollen Sie nicht einen Augenblick hinausgehen, damit Ihnen nicht noch hier am Tisch schlecht wird? Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass weitergemacht wird. Das nächste Dokument ist verhältnismäßig problematisch. Ein großes Dokument, 9 Minuten. Und Sie haben noch ein Pensum von 4 verschiedenen Dokumenten. 305. Das Flugzeug kommt um 8. Wer je geliebt hat, weiß, dass das Flugzeug immer kommen kann, dass es immer um 8 kommt. Der unsinnige Abschied denkt an die Stelle hinter dem Ohr, an die Wölbung in der Kniekehle. Nur hergekommen, um Abschied zu nehmen. Nie vorher an die Wärme dieses Haares gedacht. Alles horcht auf den Todesgeruch des alten Fisches. Ist das alles, was das Meer weiß? Das Flugzeug kommt um 8. Nicht daran denken, dass das Herz bereits aufgegeben hat. Eine Liebkosung, eine vergessene, deine Haut. Ein Boot ohne Flügel. Die Segel duften nach Hibiskusblüten. Niemals ohne weiße Blütensterne im Haar. Ihr verschenkt eure Kinder, liebt die Fische, zieht sie mit Netzen an Land und tötet sie. Aber beim Abschied weint auch ihr. Das Flugzeug kommt um 8. Vahine, mit dir schlafen. Du duftest. Die Hände träumen von deinen Augen. Eine Natur gelähmt vor Glück. Das Flugzeug kommt um 8. Nur hergekommen, um Abschied zu nehmen. Das erste, einzige Mal Liebe. Alle Freude bisher war nur Einbildung. Göttinnen sind Dienstmägde deiner Schönheit. Was nützt die Nacht in deiner Hütte, die Kühle am Wasserfall von Itia, die Matte aus Pandanusblättern, angesichts der Unendlichkeit, in der du liegst? Das Flugzeug startet um 8. Die weißen Tücher über dem Riff, sonst ohne Müdigkeit, vergessen ihr Wandern. Roarei, Abschied. Todesahnung macht die Korallen schwarz. Die Seele des Hais wandert wieder auf neuen Fang, weiß gefleckt, und horcht nach dem Flüstern der Pilotfische. Die Aufforderung zu gehen. Nur hierher gekommen, um Abschied zu nehmen. Die Insel, die Liebe, dich vergessen. Hinano, endlich das Entscheidende wissend, wenn du doch nie gesehen worden wärest. Nach Westen, über die Berge Moreas, weht eine verbrannte Wolke. Gummi, Benzin, Abschied. Die Insel vergisst, die Liebe vergisst. Du wirst vergessen. Die Glückssucher verlassen dich. Die letzte Anstrengung, der Tod. Dich haben sie nicht vergessen. Gestorben vor einigen Jahren in Tananarive, Madagaskar, 53 Jahre alt. Sein Name Rarafingrakoto. Er hat seine große Minute erlebt, den Augenblick des Todes. Jahre hat er im Modder des Hügels gelegen. Sie haben ihn herausgeholt, aus dem Regal der Toten, haben ihn aufgebahrt und tanzt im Hinterhof einer Kneipe. Musik für einen Toten. Der Körper des Toten ist mürbe, der Leichensaft vertrocknet, die ursprüngliche Form kaum noch zu ahnen. Trotzdem gibt man ihm eine neue Hülle. Es gibt keinen frecheren Beweis dafür, dass er gelebt hat. Die verweslichen Teile so wertlos, dass sie nicht einmal als Dünger von Nutzen wären, aber voller Freude ein vergangenes Dasein feiern. Unterbrechen Sie bitte. Ich möchte, dass das Dokument unterbrochen wird. Es ist das erste Mal, dass ein Dokument unterbrochen wird. Das Dokument ist viel zu kompliziert. Warum haben Sie darüber keine Vorankündigung gegeben? Ich konnte einfach nicht folgen. Kann sich noch jemand an den Namen des Toten erinnern? Wo er starb? Wie alt er war? Von welcher Insel startete das Flugzeug? Bitte. Sie sagten, das Dokument würde 9 Minuten laufen. Ja, glauben Sie in allen Ernstes, wir könnten nachher noch über Dinge diskutieren, die dann so weit zurückliegen?
Was sagt Ihnen ein Name wie Rarafinga Koto? Was nützt es Ihnen, wenn ich Ihnen ankündige, dass Sie Tahiti, Madagaskar, Rio de Janeiro, den Fujiyama und die Friedhöfe der ganzen Welt sehen werden? Als ob wir noch nie einen Fall gehabt hätten, wo ein Name oder eine Ortsbezeichnung uns nicht Aufschluss über ein ganzes Dokument gegeben hätte. Warum halten Sie uns so auf mit Ihrem Gerede? Und warum bist du so unobjektiv? Rede doch nicht solchen Blödsinn. Warum werfen Sie Ihrem Vater Unobjektivität vor? Sie spielen jetzt hier den Schiedsrichter. Eben haben Sie noch gejammert, dass es Ihnen nicht gut ginge. Etwas sachlicher, bitte. Ich glaube, es geht über Ihre Kompetenz hinaus, in dieser Art einzugreifen. Wir haben uns lediglich bereit erklärt, an der Diskussion teilzunehmen. Aber Sie haben das Reglement unterschrieben. Im Reglement stand nichts von einer Neutralisation, stand nichts von einer Klingelprobe, nichts davon, dass jeder seine Uhr abgeben müsste. Warum hat man uns gezwungen, diese vorgedruckten Texte abzulesen? Meine Herren, wie hätten Sie sich sonst verständigen können? Ist es Ihnen recht, wenn wir uns wieder zu Ihnen setzen? Das wäre dann Ihr dritter und letzter Platzwechsel. Kommen Sie mal rüber. Ich führe Ihnen dann das Dokument ungefähr von der Stelle an vor, an der es unterbrochen wurde. Die verweslichen Teile so wertlos, dass sie nicht einmal als Dünger von Nutzen wären, aber voller Freude ein vergangenes Dasein feiern. Hass auf diese Toten, denn auch sie sind voller Freude. Wenn sie in die Grube fahren, möchten sie noch rufen: Ich habe gelebt, ich habe ein Haus gebaut, ein Kartenhaus. Die letzte Karte hatte einen Augenblick ruhig gelegen, bevor das Haus zusammenbrach. Der Beweis aber war erbracht. Ich habe gelebt. Der Körper wird wieder verscharrt, ohne Tränen. Die Angehörigen warten dieses Schauspiel gar nicht erst ab. Ihr Stolz ist ihnen Trost. Und dieser Trost steckt voller Verachtung. Viele Formen dieser Verachtung halten sie bereit. Ihre Religion. Keiner weiß, wie viele es sind. Keiner wird die Dinge, zu denen sie beten oder gebetet haben, jemals vollständig aufzählen können. Diese vielen Wege zu einem Ziel, den Tod zu bestehen. Woher diese Formen? Manche haben 88 Himmel. Andere besteigen hohe Berge, beten von dort aus noch höhere an. Der Tod hat den größten Schrecken für sie. Sie sind schutzlos. Aber sie werfen sich in ihr Verhängnis. Sie sind besessen vom Tod. Um der eigenen Stärke gewiss zu sein, nehmen sie schreckliche Leiden auf sich. Eisiges Wasser, siedendes Öl, Feuer. Leiden schützt vor dem Tod. Solange sie leiden, leben sie. Und darum geht es ihnen. Leben. Es ist, als foltere man einen Sack. Sie bitten nicht um Trost, sie fordern ihn. Nach tiefen Verbeugungen falten sie die Hände oder heben sie über den Kopf. Die erlösende Formel flüstern, murmeln oder schreien sie. Je nach Glauben pochen sie an die Türen ihrer Himmel, ihrer Sonnen, ihrer Monde. Sie verehren Götter des Reichtums, der Räuberei und der Trunkenheit. Sie machen sich einen unerhörten Vorteil zu eigen. Im Augenblick des Gebetes ist jeder von ihnen gut. Raffinierter Trick einer Tröstung. Dabei verüben sie die schändlichsten Verbrechen im Namen ihrer Gebete und ihrer Götter. Elendes Pack. Schurken, Schwindler, Scharlatane, Verräter, Räuber und Mörder. Die Form der Anbetung wird zu ihrem Gegenteil, zur Lästerung. Bußfertige Tänzer, Sekten des Hasses gegen den Tod. Sie fordern Segnung durch ihre Götter, Heuchler. Ihr Schrei, ihr Tanz, ihr Glauben, nur eine andere Form der Verzweiflung, der Fröhlichkeit. Dieses Schauspiel soll die Unsterblichkeit provozieren, sich ihrer anzunehmen. Aber sie müssen sterben, alle. Ihr Tanz ist Todesagonie. Sie werden unversöhnt und nicht nach freiem Willen sterben. Ihr Tod ist Rache am Universum, ist endliche Befreiung aus dem Stande der Menschheit. Der Tod ist für sie die einzige Realität. Nach ihm ist alles vorbei.
Sie wissen das Todesabenteuer besser zu gestalten als Ihr Leben. Sie müssen sterben. Alle. Ihre Körper werden verscharrt. Aber vor Ihrem Tode, um den Preis ewiger Verdammnis, schreit jeder von Ihnen hinaus. Möchten Sie doch existieren, diese unsere Götter, damit Sie hören könnten, dass kein göttlicher Gedanke, keine himmlische Belohnung, dass nichts, absolut nichts, das Ende einer menschlichen Existenz rechtfertigen kann. Jeder von Ihnen brüllt hinaus, es gibt keinen Tod, es gibt nur mich, der sterben wird. Durch diesen Trick gehört Ihr Schicksal Ihnen. Sie sind glücklich, diese Betrüger. Seien Sie einen Moment still, hat es eben geklingelt? Nein, es war nichts. Machen Sie doch bitte Ihre Eintragungen. Sie haben noch 3 Dokumente. Das nächste die Nummer 306. Es hat keinerlei Angaben. Haben Sie bemerkt, dass man kurz nach dem Schrei das Wort Triumph hört? Wir nehmen an, dass es das englische Wort Triumph ist. In unserem Fall also Triumph. Ist es bewiesen, dass es Triumph bedeutet? Nein, nichts ist bewiesen. Haben Sie vielleicht einen Schluck zu trinken?